In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie eine Blockstrecke auf Ihrer Modellbahn aufbauen können, bei der mehrere Züge hintereinander auf derselben Strecke fahren, ohne dabei aufeinander zu fahren. Die Steuerung übernimmt dabei die Central Station. Um das einfach mal zu zeigen, erstellen wir im Gleisbild der CS3 eine neue Platte und zeichnen darin einen Kreis. Die Idee einer Blockstrecke ist, dass Sie Ihre Anlage in mehrere Blöcke unterteilen, die durch je ein Blocksignal gesichert sind. Also setzen wir hier schon mal ein erstes Signal für den ersten Block und nennen das Blockstrecke S1 für das erste Signal. Danach bauen wir ein zweites Signal für den zweiten Block, Blockstrecke S2, und noch ein drittes Signal für den dritten Block, das ich Blockstrecke S3 nenne. Bei einer Blockstrecke muss es immer einen Block geben, der frei bleibt, also in dem kein Zug stehen darf. Bedeutet, bei 3 Blöcken können Sie in diesem Kreis jetzt mit 2 Zügen fahren. Das könnte man jetzt schon mal mit der Hand schalten. Jetzt soll die CS3 das künftig aber automatisch schalten. Dazu können Sie Kontaktgleise, Schaltgleise oder Redkontakte mit einem Rückmeldedecoder verwenden. All das haben wir Ihnen auch im Beschreibungstext unten verlinkt. Bevor Sie sich das alles aber zulegen und aufbauen, können Sie in der CS3 schon mal die gesamte Automatik planen und simulieren. Dazu legen Sie im Gleisbild jetzt die Rückmelder an. Tippen Sie oben im Menü im Gleisbild auf Hinzufügen und legen Sie einen neuen S88-Kontakt an. Diesen nennen wir hier einfach mal Blockstrecke K1 für den Kontakt 1. Und schieben das Kontaktgleis direkt hinter das Signal Blockstrecke S1 im Gleisbild. Das gleiche machen wir jetzt für die anderen beiden Blöcke und legen das Kontaktgleis Blockstrecke K2 hinter das Signal Blockstrecke S2. Und das Kontaktgleis Blockstrecke K3 hinter das Signal Blockstrecke S3. Die Idee ist, dass jetzt ein Zug über das Kontaktgleis hinter dem Signal fährt, automatisch das Signal hinter sich auf Rot schaltet und damit die Einfahrt in den Block sperrt, in dem sich der auslösende Zug befindet. Dazu dürfen die Kontaktgleise nicht zu kurz und nicht zu lange sein. Empfehlenswert ist hier eine Länge von ca. 27 cm, bestehend aus einem Kontaktgleissatz und einem normalen geraden Gleis mit ca. 18 cm Länge oder einem gebogenen Gleis mit 30 Grad Bogenmaß. Dazu legt man in der CS3 nun ein Ereignis an, das automatisch ausgelöst werden soll. Tippen Sie oben im Menü auf Ereignisse und dort auf ein neues Ereignis. Das Ereignis nennen Sie Block 1. Sie können auch ein Symbolbild für das Ereignis wählen, das später schön aussieht. Sie können jetzt mit dem Finger das Kontaktgleis auf das Symbol Handbetrieb links ziehen. Statt des Schaltens mit der Hand wird das Ereignis jetzt vom Kontaktgleis der Blockstrecke K1 ausgelöst. Das können Sie noch genauer einstellen. Zur Sortierung können Sie für alle diese Ereignisse jetzt der Blockstrecke auch eine Gruppe anlegen. Mit der Stellung legen Sie fest, ob das Ereignis ausgelöst wird, sobald der Zug auf das Gleis fährt oder erst, wenn der Zug vom Gleis wieder herunter ist, wenn der Zug das Kontaktgleis also wieder verlassen hat. Das ist wichtig, damit die Lok das Ereignis nicht schon aktiviert, wenn die Wagen dahinter noch den Block blockieren. Also stellen wir diesen Wert von Gelb auf Grau. Im Sinne von nicht belegt, sondern wieder frei. So, jetzt ziehen Sie das Signal Blockstrecke S1 in das Ereignis. Das Signal wird damit automatisch rot, sobald der Zug aus diesem Block herausgefahren ist. Jetzt kann der Zug dahinter in diesen Block einfahren, so dass Sie dem zweiten Zug grün geben können. Ergo ziehen Sie das Signal mit dem Namen Blockstrecke S3 dahinter in das Ereignis und schalten es auf grün. Das wiederholen Sie jetzt für alle Blöcke. Sie erstellen ein zweites Ereignis. Das nennen wir Block 2. Ziehen den Rückmeldekontakt Blockstrecke K2 auf das Symbol Handschaltung. Können wieder die Stellung ändern und das Ereignis noch in die Gruppe verschieben. Und danach das Signal Blockstrecke S2 hier reinziehen und die Stellung auf Rot ändern. Und danach das Signal Blockstrecke S1 dahinter ziehen und
die Stellung auf grün ändern. Und das gleiche jetzt noch für den dritten Block. Wenn Sie fertig sind, können Sie die automatische Schaltung auch gleich komplett testen, ohne dass Sie das auf der Anlage fertig aufgebaut haben müssen. Sie können das Kontaktgleis mit dem Finger auf dem Touchscreen antippen, um es als belegt zu markieren. Es wird gelb. Und ein zweites Mal antippen, dann wird es wieder grau, um zu simulieren, dass es wieder frei geworden ist. Jetzt sehen Sie am grünen Play-Symbol, wie das jeweilige Ereignis ausgelöst wird. Ja, und diese Steuerung können Sie jetzt um viele weitere Blöcke erweitern und damit auch sehr große Anlagen steuern, bei der viele Züge völlig automatisch von Block zu Block fahren und aufeinander warten. Viel Spaß beim Simulieren, Planen und später auch aufbauen.